Hallo und herzlich willkommen zum 132. City Update auf dem Kanal Kasi Brickborn. Wir machen uns heute wieder an den Transrapid dran, beziehungsweise an die Magnetschwebebahn, die ja dort hinten, dort oben in den Berg fahren soll. Ja, und dann müssen wir noch einen zweiten Wagen gestalten, das müssen wir heute auch noch machen. Die Schiene werde ich verlängern, wir werden einen Fahrtest machen und letztendlich tatsächlich der Einbau in den Berg. Also, auf geht's! Ich bin tatsächlich fertig geworden mit diesem ganzen Triebwagen. Also es ist sagenhaft. Vorderer und hinterer Teil ist soweit fertig. Und das zeige ich euch jetzt mal hier ein bisschen detaillierter. Ich versuche es zumindest. So, erstmal können wir den jederzeit aushängen. Hier ist das Kabel, was letztendlich zum Empfänger geht, der ja in diesem Wagen drin ist. Ja, also einfach einhängen und dann funktioniert das Ganze schon. Jetzt nehme ich das ganze Ding einmal raus. So, könnt ihr euch das mal anschauen. Also es ist eigentlich keine Noppe mehr zu sehen. Keine Noppe ist mehr zu sehen. Ja, das finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht. Das mit dem An- und Ausknopf habe ich hier oben dann so gestaltet. Es ist ziemlich flach, gleiche Ebene. Das reicht aber auf jeden Fall um den Knopf zu betätigen. Und ich musste aufpassen. Es ist eine ganz knappe Geschichte mit der Einfahrt in den Berg. Ich glaube, wir haben hier drüber nur 1,5 cm Platz. Aber so ist das halt im Leben. Ja, von unten dementsprechend auch alles fertig gestaltet. Ich zeige mal einmal das ganze Gebilde hier einmal hier mit dem Umschalter. Aber das hatte ich euch ja alles im letzten Video schon gesagt. Dieser Wagen, der nur eingehängt wird, ist leer. Da ist wirklich nicht viel drin. Er ist sehr, sehr leicht. Also, ja, sehr leicht. Trotzdem insgesamt das ganze Ding wiegt schon sehr, sehr viel und alles nur über diese Gummiräder dann zu steuern wäre blöd. Oder ich muss es tatsächlich einmal mit den, Gearex, glaube ich, heißt es, lösen. Das wäre vielleicht eigentlich auch eine Möglichkeit. Aber ich lasse es so und ich bin auch mit der Länge, muss ich ganz ehrlich sagen, tatsächlich zufrieden. Reicht vollkommen aus. Ich kann es ja einmal messen kurz. Wir haben jetzt insgesamt eine stattliche Länge von 56 cm. Das ist doch nicht übel. Ja, reicht vollkommen aus. Definitiv. Nur die Schiene müssen wir jetzt noch ein bisschen verlängern. Die ist nämlich ziemlich genauso lang. Ja, die ist eigentlich ziemlich genau im Bild. Ziemlich genau. Ich kann es ja mal ein Stückchen drehen. Da hinten haben wir das Ende. Und hier haben wir dort das Ende. Das werde ich jetzt erstmal verlängern. Und dann machen wir mal einen schönen Fahrtest und anschließend bauen wir das Ganze in den Berg ein. Ich wollte euch ja noch mal kurz zeigen, wie das angekoppelt ist. Ich zeige euch das mal einmal hier. Da haben wir hier diese Plate Modified mit dem Loch und auf dieser Seite, Moment, jetzt muss ich das Ganze einmal drehen. So haben wir einmal diese Plate, die diesen Haken nach oben hat. Ja, ganz einfache Geschichte. So, ich habe jetzt die ganze Schiene hier verlängert. Wir liegen jetzt insgesamt bei 1,25 Meter und ich denke mal, das reicht zum Testen. Ich habe den Umschalter einmal hier gemacht in der Schiene und einmal dort. Ein bisschen Platz noch für den Wagen vor und dahinter und das müsste ausreichen. Ja, diese Schiene wird ja dann in den Berg wandern. Wenn sie rauskommt aus dem Berg, wird sie natürlich schön gestaltet. Das heißt, in einem schönen Light Bluish Gray mit allen möglichen Ideen und so weiter. Da wollen wir einfach mal schauen. So, und jetzt setze ich das Ding einmal auf die Schiene. Wir wollen ja auch den Spaßeffekt nochmal haben, denn wenn die Schiene erstmal im Berg ist und noch kein Ende hat, dann kann er nur in eine Richtung fahren. Dann kann ich das nicht mehr so gut zeigen. Wir versuchen es einfach mal. Ja, anmachen muss man das Ganze auch. Moment, da war der Umschalter, einmal die Richtung. Und los geht's. Ja, ich finde es einfach nur gigantisch. Mir gefällt das richtig gut. So, und weil es so schön war, das Ganze nochmal, denn, einfach herrlich. So, jetzt heißt es natürlich als erstes, die Bergelemente hier wegnehmen. Ich weiß nicht, ob ich es live hinkriege. Ich kann es ja einfach mal probieren.
Moment, erst das ganz große hier an der Seite. Das ist ja einmal dieses. So, jetzt schön vorsichtig. Schön vorsichtig. So. Dann das zweite. Und die Nummer 3. So. Und jetzt heißt es, ich nehme euch mal kurz mit, hier die Schiene einsetzen, die bis jetzt noch da drüben liegt. Aber da fange ich jetzt an und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, die Schiene habe ich jetzt komplett hier eingebaut. Ich versuche es mal einmal von dieser Seite, ist vielleicht ein bisschen besser. Alles auf Plates befestigt und nicht flächenmäßig befestigt. Somit ist es eine wirklich sehr stabile Geschichte hier. Also, und gibt dem ganzen Boden hier nochmal auch Stabilität. Ja, klasse Sache. Jetzt setze ich erstmal den Transrapid hier rein und dann zeige ich euch mal, wie knapp das doch hier von der Höhe tatsächlich geworden ist. Ja, wie ihr seht, viel Platz ist hier nicht. Also es sind doch 2 Steine und 2 Plates gut geworden, die wir hier Platz haben. Das reicht aber vollkommen aus. Auch so zu den Stützen hin genug Abstand seitlich. Das ist alles soweit wunderbar. Ja, fahren tut er hier oben natürlich auch der Transrapid. Ich mache das mal so ganz langsam. Ne? Also es funktioniert soweit. Alles wunderbar. Und ja, mir gefällt das eigentlich recht gut. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser ganzen Geschichte sagt. Zu diesem Mock eines Transrapids, einer Magnetschwebebahn. Ich glaube, das ist auch auf diese Art und Weise gebaut eine total seltene Sache. Ja, und jetzt machen wir so ein bisschen noch Zugwarten und danach sage ich euch, wie es im nächsten Video weitergeht. Und heute ist die BNSF wieder dran. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ja, eigentlich ist die Sache, glaube ich, klar. Da der Transrapid jetzt drin ist, geht es hier um weiteres Terraforming, beziehungsweise mal schauen, wie wir hier den Berg gestalten mit der Kurve und so weiter. Irgendwo muss es weitergehen. Und ein Stückchen Schiene kann ich auch schon wieder verlängern. Das gibt aber dann die Originalschiene, wie sie außerhalb des Berges dann zu sehen sein wird. Also, bis dahin. Tschüss!